wollt selbst einen Parkettlaminat- oder Vinylboden verlegen und fragt euch, welche Trittschalldämmung bzw. Dampfsperre ihr braucht, um eine optimale Raumakustik und Langlebigkeit des Bodens zu garantieren. Schon kleine Fehler bei der Verlegung können weitreichende Folgen haben. In diesem Video erfahrt ihr, warum die richtige Verlegeunterlage so wichtig ist und wie ihr bei der großen Auswahl im Baumarkt das richtige Produkt für euren Boden findet. Warum braucht man bei der schwimmenden, also nicht fest mit dem Unterboden verklebten Verlegung von Parkett, Laminat oder Vinylboden überhaupt eine Verlegeunterlage? Und warum gibt es im Baumarkt so wahnsinnig viele Produkte? Bodenexperten raten ja sogar dazu, lieber ein bisschen mehr in die Unterlage zu investieren und beim Oberboden zu sparen, wenn das Budget knapp ist, als einen teuren Bodenbelag auf die falsche Unterlage zu legen. Denkt man da vielleicht? Ich kann mittlerweile aus eigener Erfahrung sagen, dass das total wichtig ist. Ich erzähle euch auch nachher kurz von meinem eigenen Fail. Aber jetzt erstmal, was leistet so eine Unterlage überhaupt? Im Wesentlichen sind es 2 Punkte. Sie erhöht signifikant die Lebensdauer des Bodens und den Wohnkomfort. Zum Thema Wohnkomfort gibt es 2 Stichworte, einmal Trittschalldämmung und einmal Wärmedämmung. Achtung, Trittschall und Gehschall sind 2 unterschiedliche Sachen. Der Gehschall ist das Geräusch, das ihr in eurem eigenen Zimmer hört, wenn ihr mit Schuhen über den Boden lauft. Der wird über die Luft übertragen und kommt euch also selber zugute, wenn dieser Wert verbessert wird. Trittschall ist das, was im Raum unten drunter ankommt, also das, was über die Bauteile nach unten übertragen wird. Auch stoßdämpfend kann so eine Verlegeunterlage wirken, sodass euer Boden gelenkschonender wird. Zum Thema Haltbarkeit des Bodens, die wirklich signifikant erhöht wird, gibt es auch ein paar Stichpunkte. Einmal Dampfbremse bzw. Dampfsperre. Das schützt den Boden vor aufsteigender Restfeuchte aus dem Untergrund. Es gibt aber auch Fußbodenaufbauten, wo man keine Dampfbremse verlegen darf. Das hängt mit dem Aufbau unter der Verlegeunterlage zusammen und dazu sage ich euch auch gleich noch was. Außerdem kann so eine Unterlage kleine Unebenheiten ausgleichen. Betonung liegt hier auch auf klein, auch dazu sage ich gleich noch mehr. Und so eine Unterlage vermeidet, dass es zu Hohllagen kommt, wo das Parkett oder Laminat nicht satt aufliegt. Auch die punktuelle Belastung des Bodens durch schwere Möbelstücke oder herabfallende Gegenstände kann mit der richtigen Unterlage vom Bodenbelag besser aufgenommen werden. Hier kommt meine kleine eigene Anekdote von meinem Fail. Ich habe mal ein sehr teures Eiche-Klick-Parkett in einem Altbau auf einen bestehenden fest verklebten Teppich verlegt. Ich habe mir gedacht, den Teppich lasse ich drin. Wenn ich den rausreiße, muss ich die Klebereste entfernen, weil erstens gibt es dann da Unebenheiten, zweitens können auch Lösungsmittelreste aus dem Kleber die Unterlage angreifen. Da muss man dann erst nochmal eine PE-Folie, also eine Dampfsperre unter die Unterlage legen. Und der Teppich, dachte ich mir, ist auch eine gute Trittschalldämmung. Was ich nicht bedacht habe, insgesamt waren die Unebenheiten zu groß in dem Raum. Das heißt, ich hatte nachher genau das Problem, dass das Parkett nicht überall satt aufgelegen hat. Es hat geknarzt, was auf Dauer echt nervig ist. Und die Fugen sind mit der Zeit auseinandergegangen. Das passiert nicht sofort. Also erst denkt man mal, echt gut gemacht. Aber mit der Zeit sieht man es doch und das ist dann sehr ärgerlich. Damit kommen wir zum zweiten Teil. Wie findet ihr die richtige Unterlage für euer Projekt? Bei der Wahl der Verlegeunterlage gibt es eigentlich 3 Punkte, die ihr euch vorher fragen müsst. Einmal, was lege ich für ein Material oben drauf? Zweitens, was ist mein Untergrund? Und drittens, habe ich eine Fußbodenheizung? Ja oder nein? Ich habe euch mal ein paar Produkte mitgebracht, an denen ich euch das ganz gut zeigen kann. Grundsätzlich ist es so, dass es Unterlagen für Parkett und Laminat gibt. Die sind gleich, die werden gleich behandelt, weil die beiden Produkte ähnlich stabil und biegesteif sind. Und Unterlagen für Vinyl- oder Designböden. Diese Bödenbeläge sind dünner und deshalb sind auch die Unterlagen wesentlich dünner. Ich habe hier mal eine dabei, die hat jetzt 1,5 Millimeter, weil bei diesen Vinylböden die Druckstabilität besonders wichtig ist. Die sind teilweise so dünn, dass sie eben ansonsten schwingen, sich durchbiegen können und kaputt gehen können. Wenn ihr eine höhere Aufbauhöhe braucht, also sagt ihr mal, ihr wollt noch 5 Millimeter ausgleichen, könnt ihr das nicht über eine Verlegeunterlage machen, sondern müsst mit
Ausgleichsmasse arbeiten. Es gibt sogar Vinyl- und Designböden, bei denen der Hersteller des Oberbodens eine besonders hohe Druckfestigkeit vorschreibt. Auch dafür gibt es dann spezielle Produkte, die in dem Fall fast eine doppelt so hohe Druckfestigkeit haben wie die anderen Produkte. Im Vergleich dazu sind Unterlagen für diesen steiferen Parkett- oder Laminatboden dicker und auch weicher. Die gibt es zwischen 2,2 und 5 mm. Je dicker die sind, desto höher ist die punktuelle Ausgleichsfähigkeit und desto höher wird auch der Trittschalldämmwert, aber eben auch der Wärmedämmwert. Das heißt, ab etwa 3 mm Dicke sind die dann für Verlegung auf Fußbodenheizung nicht mehr geeignet, weil sie zu wenig Wärme durchlassen. Auch hier ist es so, dass es neben den einfacheren Produkten etwas hochwertigere und teurere aus 2 Schäumen gibt, die dann eine höhere Belastung aushalten, die also auch den Boden besser schützen und ich glaube auch in der Verlegung etwas einfacher sind. Ihr seht das, wenn man hier so drückt, hat man halt gleich Dellen und Verletzungen drin, wenn einem da mal was drauf fällt bei der Verlegung und die sind eben sehr, sehr stabil. Ein Wort zum Thema Umweltfreundlichkeit und Wohngesundheit, denn wir reden ja hier über Produkte aus Kunststoff. Es gibt vom gezeigten Hersteller auch eine Eco-Linie, und zwar sowohl für Laminat und Parkett als auch die dünneren für Vinyl- und Designböden, die dann zu 60% aus recycelten bzw. biobasierten, also nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Außerdem sind alle diese Produkte mit blauem Engel zertifiziert, also ohne Formaldehyd, Weichmacher oder andere Substanzen, die irgendwie ausdünsten. Es riecht auch nicht unangenehm oder so. Für Neubauten, wo mit mehr Restfeuchte zu rechnen ist oder auch zum Beispiel Keller, wo eine höhere Dämmwirkung erwünscht ist, gibt es dann auch schon so dickere Unterlagen und die haben dann hier gleich schon so einen aufkaschierten Feuchteschutz, einen Aquastop, also eine Dampfsperre. Das gibt es auch für alle Produkte, die ich euch eben gezeigt habe. Da gibt es das schon mit dieser aufkaschierten Dampfsperre und das erkennt ihr an dieser metallischen Oberfläche. Und damit wären wir beim zweiten wichtigen Punkt: Wie ist euer Aufbau unter der Verlegeunterlage? Kommen wir zu Punkt 2, Verlegeunterlage mit oder ohne Dampfsperre. Wenn ihr Parkett oder Laminat auf einen mineralischen Untergrund, also zum Beispiel einen Estrich legt, braucht ihr zwingend eine Dampfsperre. Denn auch wenn euer Estrich im Neubau korrekt getrocknet wurde, alle Trocknungszeiten eingehalten wurden, da gibt es immer eine Restfeuchte und auch einen Toleranzbereich, sodass ihr euren holzbasierten Boden auf jeden Fall vor dieser aufsteigenden Feuchtigkeit schützen müsst. Da könnt ihr zum Beispiel eine separate Dampfbremse verlegen, die gibt es dann auch so mit Fließbeschichtung, dann rutschen die nicht so weg und sind etwas stabiler. Und es gibt eben die erwähnten Produkte, wo die Dampfsperre schon aufkaschiert ist. Wenn der Feuchteschutz wichtig ist, müsst ihr die Stöße zwischen den Bahnen und die Wandanschlüsse auch dampfdicht abkleben, denn Feuchtigkeit kommt bekanntlich durch jede kleine Ritze. Und da ist es dann eben sehr praktisch, wenn ihr das passende Produkt dazu habt, wo also dieses Klebeband dann zum Beispiel auch die Breite von diesem Klickprofil komplett überdeckt von der Höhe, also auch sicher überdeckt. Dann gibt es auch noch ganz praktisch solche Sachen für die Wandanschlüsse, so ein Leistenschutzband, das ist dann selbstklebend, das kann man dann praktisch am Rand befestigen, dann kommt das an der Wand hoch und da kommt die Fußleiste drüber und das schützt dann eben auch Holzfußleisten vor aufsteigender Feuchte. Vinyl- und Designboden ist nicht ganz so empfindlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit, aber auch hier ist jetzt zum Beispiel auf neuem Estrich auf jeden Fall so ein Feuchteschutz empfehlenswert. Und der weitere Vorteil von diesem Produkt ist, dass zum Beispiel diese aufkaschierte Folie auch so rutschhemmend ist. Und das heißt, bei der Verlegung verschieben sich die Dielen weniger. Das vereinfacht es eben auch, wenn man dann selber den Boden verlegt. Es gibt auch Bodenaufbauten, wo ihr keine Dampfsperre verlegen dürft. Wenn ihr zum Beispiel Laminat auf einem alten Holzdielenboden verlegt, muss das Gesamtsystem diffusionsoffen bleiben, damit es eben nicht unter der Unterlage zu Feuchteanfall kommt und euch die Holzdielen unten drunter weggammeln. Das ist also ganz einfach, wenn ihr auf einem mineralischen Untergrund und neuen Estrich verlegt, ein Produkt mit Dampfbremse. Wenn ihr auf alten Holzdielen verlegt, ein Produkt ohne Dampfbremse wählen.
Der dritte wichtige Entscheidungsfaktor ist die Frage, habt ihr eine Fußbodenheizung, ja oder nein? Wenn ihr eine wasserführende Fußbodenheizung habt, sind die Heizschlangen ja im Estrich verlegt, also unter der Verlegeunterlage. Da müsst ihr also eine wählen, die die Wärme möglichst gut durchlässt. In der Regel ist da ab 3 mm Dicke etwa Schluss. Und wenn ihr keine Fußbodenheizung habt, wollt ihr ja mit der Unterlage den Boden möglichst warm bekommen. Dann könnt ihr eine Unterlage mit einem höheren Dämmwert wählen. Das erhöht auch den Komfort enorm und das ist dann eben auch für den Trittschall sehr gut. Grundsätzlich ist es so, dass auf den Produkten draufsteht, ob sie für Fußbodenheizung geeignet sind oder nicht. Aber auch hier ist hinterher der Wärmedurchlasswiderstand der Gesamtkonstruktion entscheidend. Ihr müsst also schon ein bisschen aufpassen, dass eure Produkte zueinander passen. Warum ist die Qualität also so wichtig? Wenn ihr ein kleines Budget habt, nicht an der Unterlage sparen, denn da werdet ihr auf Dauer viel länger Freude an eurem Boden haben. An diese Unterlage kommt ihr nämlich nie wieder dran, ohne den Boden aufreißen zu müssen. Auf keinen Fall solltet ihr diese dünnen weißen Schaumstoffmatten da drunter liegen, die man auch so von der Verpackung kennt, weil das funktioniert vielleicht 2-3 Monate gut und dann sind die platt gedrückt und der Effekt ist komplett weg. Da hättet ihr genauso gut nichts verlegen können und das ist dann echt Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und damit kommen wir schon zu den Kosten. Diese einfachen Unterlagen ohne Dammsperre für Verlegung auf alten Holzböden bekommt ihr ab etwa 1,50 € bis 3 € pro Quadratmeter, je nach Dicke und je nachdem, in welchem Baumarkt ihr das kauft. Die dünneren gibt es auf Rolle, die dickeren auch als Faltplatte. Mit Aquastop gibt es die Unterlagen ab etwa 2,60 € bis 4 € pro Quadratmeter, je nach Dicke, plus das Material zum Verkleben der Stöße und gegebenenfalls den Feuchteschutz für die Fußleisten. Bei den Unterlagen aus 2 Schäumen für höhere Belastungen geht es ab etwa 4,90 € pro Quadratmeter los, mit Aquastop dann ab rund 6 € pro Quadratmeter. Und bei den Vinylunterlagen geht es los bei etwa 4,50 € pro Quadratmeter ohne Aquastop und etwa 5 € pro Quadratmeter mit aufkaschierter Dammsperre. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Kosten zusätzlich zum Oberbodenbelag zu investieren. Grundsätzlich ist es natürlich auch wichtig, einen hochwertigen Bodenbelag zu wählen, aber die Qualität, der Komfort und die Langlebigkeit eures Fußbodens ist auf jeden Fall abhängig vom Aufbau des Gesamtsystems. Ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt, welche Unterlagen ihr für euer Projekt kaufen müsst. Und wenn ihr noch mehr Tipps braucht, abonniert einfach unseren Kanal. Alle erwähnten Produkte verlinke ich euch unten, wenn euch das interessiert. Und ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen.